Es klemmt und es tut im unteren Rücken weh, da wo das Iliosakralgelenk ist. Du hast das Gefühl, das blockiert irgendwie, da geht nichts mehr. Wir wissen aus Erfahrung, dass solche Zustände meistens dadurch entstehen, dass Muskeln und Faszien zu stark ziehen, einfach zu viel Spannung haben. Wir machen jetzt 2 Übungen, um das aufzulösen, und am Schluss zeige ich dir, wie du akute ISG-Schmerzen ohne großen Aufwand selbst behandeln kannst. Die erste der beiden Übungen machen wir, um direkt in das Geschehen dort am ISG einzugreifen, positiv einzugreifen. Bitte setz dich auf einen Stuhl, mach den Rücken schon relativ gerade und probiere mal, wie weit du deinen linken Fuß, wir machen das für die linke Seite, habe ich vergessen zu sagen, ja? Für die linke Seite gilt das jetzt, falls du rechts das Problem hast, dann bitte auf der rechten Seite spiegelverkehrt mitüben, ja? Bitte schau erst mal, streck mal dein rechtes Bein, leg das linke drüber. Geht das? Wenn es locker geht, versuch mal den Fuß in Richtung Knie immer weiter hochzuziehen. Bestenfalls kriegst du ihn über das Knie. Es kann sein, wenn das sehr, sehr eng bei dir schon ist, ja, dass du hier hängen bleibst. Dann bleibst du so in der Position. Ja? Wenn es bis hierhin geht, dann versuchst du langsam mit deinem rechten Bein immer mehr zu beugen. Dadurch kommt ja der linke Fuß höher und es geht mehr in die Dehnung im linken Gesäß. Bestenfalls kannst du das Bein vollständig aufstellen. Wenn du es nur bis hier heben kannst, dann bleibst du in der Position. Also geh genau in die Position, wo du merkst, da fängt es schon deutlich an zu ziehen, weil das ist dann die Ausgangsposition, noch mehr in die Dehnung zu gehen. Greif mit der rechten Hand, wenn du drankommst, falls es nicht zu weit unten ist, der Fuß, ja, an das linke Fußgelenk, und mit der linken Hand gehst du hier so ans linke Knie, oberer Teil des Schienbeins, die Kante. Dann hat es nämlich den Vorteil, dass du mit dem Unterarm selbst das Knie noch ein bisschen runterdrücken kannst während der Übung. Okay? Ausgangsposition hergestellt. Jetzt geht die Übung eigentlich erst los. Und zwar, du machst dich ganz gerade und jetzt bitte konzentriere dich drauf, dass du mit dem Bauchnabel nach vorne gehst. Es kann sein, dass allein das gerade Hinsetzen schon bei dir ausgelöst hat, da zieht es mir direkt da ins ISG, wo es mir weh tut. Das wäre ein gutes Zeichen. Du gehst also immer weiter jetzt nach vorne, atmest dich rein. Und jetzt werden wir noch ein bisschen individueller. Jetzt versuchst du nämlich mal, mit dem Rumpf ein bisschen nach rechts vorne zu gehen. Ja, versuch das mal und fühl mal rein, ob dann diese Intensität der Dehnung zunimmt. Versuche auch mal nach links rüber zu gehen. Normalerweise ist eher, wenn es um die linke Seite geht, das rechte Vorwärtsgehen verstärkend. Aber guck bei dir, wie es bei dir ist. Gibt es individuell verschiedene Möglichkeiten. Wenn du gar nicht einschätzen kannst, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, bleibst du einfach in der Mitte und gehst immer weiter nach vorne. Ja, da kannst du nichts falsch machen. Und dann merkst du ja, die Dehnung wird immer stärker. Versuche ruhig und gleichmäßig zu atmen. Tief ein, tief aus. Und beim Ausatmen immer ein bisschen weiter reinzugehen. Bleib in dem Bereich, der gerade noch gut erträglich ist, gerade noch positiv besetzt. Und jetzt wollen wir die Struktur, die hinten gerade gedehnt wird, auch kräftigen. Ja, den Muskel genau genommen. Drück mal aktiv mit deinem linken Fuß nach unten gegen dein rechtes Knie. Richtig, oder Oberschenkel, ja, richtig nach unten drücken. Es kann sein, dass jetzt dieses Gefühl hinten, wo die Intensität der Dehnung zu spüren ist, dass es nochmal mehr wird. Deswegen begrenzt es auch, ja, so dass es gerade noch gut erträglich ist. Das ist immer die Obergrenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Dann lässt du locker und gehst mit dem Bauchnabel noch ein bisschen weiter nach vorne und drückst nochmal nach unten so fest, wie es geht. Lässt locker, gehst nochmal ein bisschen weiter nach vorne und nochmal nach unten drücken. Und jetzt noch ein bisschen fester zum Abschluss nach unten drücken. Je fester du drückst, desto mehr merkt sich dieser Muskel, oh, ich möchte länger bleiben und fühle mich wohl dabei. Und das wollen wir ja.
Wieder locker lassen und nochmal weiter in die Dehnung gehen. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Und dann ganz vorsichtig rauskommen. Ja, nach so einer Dehnung immer ganz vorsichtig rauskommen. Das Bein langsam runterlassen. Langsam aufstehen. Mach zusammen gleich mit mir. Einmal kurz strecken, bisschen die Beine bewegen. Und jetzt gehen wir praktisch auf die Ursache, weil wir gehen davon aus, dass hinten das Gesäß verspannt ist und das ISG zusammendrückt, weil vorne durch das Sitzen der Hüftbeuger zu kurz ist und das Gesäß spannt an, um gegenzuhalten. Und das ist das Problem, was gelöst werden muss. Und die Ursache ist hier vorne eigentlich, ja? Auf der Gegenseite von dort, wo der Schmerz entsteht. Das ist oft am Körper so. Jetzt gehen wir mit dem linken Fuß so einen guten halben Schritt zurück. Und jetzt nimm bitte mal die rechte Hand auf den Bauchnabel und die linke Hand ans untere Ende des Gesäßes, damit du jetzt ganz gut angesteuert die linke Leiste nach vorne schieben kannst, während Bauchnabel und damit auch der Körper zurückgehen. Immer weiter mit der linken Leiste nach vorne schieben und mit der Hand am Bauchnabel den Bauchnabel dabei helfen, wahrzunehmen, wie er immer weiter zurückgehen kann. Und dann merkst du in der Leiste, oberes Ende Oberschenkel, vielleicht sogar bis in den Rücken hinein, wie es weh tut. Du atmest schön und gehst immer weiter da rein. Übrigens, wenn dir die Gesäßübung auf dem Stuhl zu langweilig war, kann ja sein, dann klicke mal hier, dann bekommst du eine fortgeschrittene Übung, die, was das Gesäß betrifft, die gleiche Wirkung hat, aber gleichzeitig wird auch der Hüftbeuger gedehnt. Die hat einen zeitlichen Vorteil sozusagen. Aber wir bleiben nochmal hier jetzt und schieben Leiste immer weiter vor, Bauchnabel geht zurück. Und jetzt wollen wir auch hier Krafttraining machen. Wie schaffen wir das? Wir dehnen den Hüftbeuger, also müssen wir jetzt den Hüftbeuger anspannen bei dieser Kräftigung. Wie spannen wir den an? Indem du mit dem linken Fuß, da musst du dich ein bisschen darauf konzentrieren jetzt, nicht so einfach mit der Ansteuerung. Gleich von vornherein, wenn es zu schwer ist, dann mach einfach die Übung ohne Gegenspannen. Die ist immer noch super hilfreich. Ja? Jetzt ziehst du den linken Fuß nach vorne immer mehr. Und das ist hüftbeugende Arbeit sozusagen, ja. Da du aber drauf stehst, wird er sich nicht bewegen. Dann lässt du wieder locker und merkst, oh, jetzt komme ich mit dem Bauchnabel ein bisschen weiter zurück. Und nochmal, der Fuß will nach vorne. Versuch's anzusteuern, wenn es geht. Wenn es nicht geht, lass es weg. Ganz einfach, ja. Bei uns ist alles ganz einfach. Wieder locker lassen und den Bauchnabel weiter nach hinten nehmen. Und nochmal. Du ziehst mit dem Fuß nach vorne, zieh nach vorne, lass locker und geh nochmal weiter in die Dehnung. Und dann kommst du langsam wieder raus. Und wie war's? Wie fühlst du dich? Beweg mal ein bisschen, fühl mal in dein ISG rein. Hat sich da schon was getan vielleicht? Wenn ja, wünsche ich mir von dir einen Daumen nach oben und schreib mal einen Kommentar, dass wir ein bisschen nachvollziehen können, wie es dir ergangen ist bis dahin, was sich jetzt gebessert hat und so weiter. Das wäre toll. Und jetzt hatte ich dir versprochen, eine Akutmaßnahme. Ja, wenn du sagst, oh, das ISG, das plagt mich wieder, was mache ich dann? Dann machst du Folgendes. Du gehst auf den Boden und nimmst den ISG und Ischiasretter. Ja, oder was kannst du nehmen, wenn du den nicht hast? Das Einzige, was mir eigentlich einfällt, ist eine Kokosnuss. Ja, Kokosnuss, vielleicht, wenn die zu hart ist, einen Topflappen drüber legen. Das wäre so das, was einigermaßen in diese Richtung geht. Ja? Ansonsten, schau mal, ich lege erstmal dieses Teil hier weg. Und jetzt machst du einfach Folgendes. Du hast da 3 Aufsätze, such dir den aus, der passt. Und jetzt suchst du genau die Stelle, die dir wehtut. Ja?
am ISG, rund ums ISG. Halte dich nicht so sehr mit der Anatomie auf, fühle einfach, wo hast du die größte Schmerzempfindung und da legst du dich drauf. Ja, und dann kannst du ein Buch nehmen und lesen, ein bisschen unterhalten, ein bisschen Musik hören, vielleicht ein bisschen meditieren, ja, was du machen möchtest, weil die Schwerkraft macht jetzt sozusagen die Übung für dich. Das liebe ich an diesen Übungen mit unseren Hilfsmitteln, ja, dass du einfach Zeit sparst und so nebenbei die ganzen Effekte erreichen kannst. Und wenn du merkst, da an die Stelle wird es ein bisschen weniger, dann guckst du nochmal, finde ich eine andere Stelle, roll die Kokosnuss sozusagen, ja, und dann merkst du, oh, da ist wieder was. Und dann gehst du auch dahin. Was machen wir da? Wir entspannen ganz gezielt die Stellen, die verspannt sind. Ganz einfach. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch ein bisschen mehr Bewegung, dann nimmst du hier diese Bodenplatte, die rund ist. Jetzt machst du das Gleiche, aber dadurch, dass du jetzt eine Rundung hast unten, kannst du wunderbar so eine Massage erreichen. Du machst einfach so für dich, ohne jeden Krafteinsatz, einfach nur unter Nutzung der Schwerkraft. Ich würde da jetzt gerne draufbleiben, aber das wäre für dich zu langweilig. Deswegen gehe ich runter. Und wenn du Infos haben willst zu diesem ISG in Ischiasretter, dann klickst du bitte auf das Foto und dann bekommst du alles, was du brauchst. Und vor allen Dingen, wenn du schon einen Effekt gemerkt hast bei den Übungen, dann wiederhole die jeden Tag. Mach das mal 1, 2 Wochen auf jeden Fall und dann mach nicht den Fehler und hör auf damit. Das machen viele Menschen. Wenn der Schmerz dann weg ist, dann möchte man die Zeit nicht mehr investieren, aber mach trotzdem weiter. Wenn du hier klickst, kommst du auf eine Übungsroutine fürs ISG. Probier die mal. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, was ich mir kaum vorstellen kann, dann tu das jetzt bitte und aktiviere auch die Glocke, dass YouTube dich erinnern kann, damit du kein Video versäumst. Danke dir dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao.